Dass Wetter und Straßenverkehr eine Menge miteinander zu tun haben, ist hinlänglich bekannt. Zum Beispiel die Partnerschaft Fußgänger-Kraftfahrer erhält nach plötzlichem heftigem Regen oder Wolkenbrüchen eine völlig neue Dimension, von deren Ausmaß dann so mancher Fußgänger tropfnass überzeugt wird. So objektiv sind die Ursachen. Da kommt plötzlich so viel Wasser vom Himmel, dass Fahrbahndecken und Gullis sprichwörtlich überfordert sind. Und so scheinbar objektiv sind die Bedingungen. Der eine hat eine schützende Karosse und der andere nicht. Er ist gemessen am Ersteren geradezu nackt. Hier werden wir vom anderen Auto gebadet und fliegen gefährlich blind. Zumindest bleiben Autofahrer trocken. Im Gegensatz dazu die Fußgänger nicht, weil Pfützen eine gewisse Zeit benötigen, um abzufließen. Allein ist jedenfalls keiner, nicht während oder nach einem solch ergiebigen Regenguss. Sie da, in der schützenden Karosse, jetzt sind Sie am Zuge. Wenn Petrus so die Schleusen öffnet und Ihre Scheibenwischer ins Schwitzen kommen, dann fahren Sie doch vorausschauend, wenn möglich ein bisschen weiter links, den Pfützen ausweichend. Wenn bei diesem Wetter so mancher Autofahrer sich nur einen einzigen Augenblick in die Rolle des Fußgängers versetzen würde, wetten, dass der und wenn es noch eine linke Spur gibt und Sie dort niemanden behindern, na also, sehen Sie, so einfach ist das. Stellen Sie sich vor, auch dies gibt es. Wenn man bei solchem Regen etwas langsamer fährt, erkennt man eine Pfütze rechtzeitig, dann wie ein Kavalier ausweichen. Auf jeden Fall, auch bei oder nach starkem Regen, Sie sind nicht allein auf der Straße. Meine Damen und Herren, wir wollten Sie auch heute an dieser Stelle ausführlich über die Boxweltmeisterschaft in Reno in den USA informieren. Die Übertragungen waren uns wie zahlreichen Fernsehstationen in aller Welt zugesichert worden. Entgegen diesem Angebot hat die für die Übertragung zuständige USA-Fernsehgesellschaft kurzfristig mitgeteilt, dass es auch von den Viertelfinalkämpfen keine Übertragungen geben wird. Somit sind wir leider nicht in der Lage, für Sie wie ausgedruckt heute von diesem internationalen Sportereignis zu berichten. Liebe Zuschauer, sehen Sie jetzt, wie bereits angekündigt, den zweiten Teil des, man kann sagen, berühmten französischen Films über eine junge Ehe im Frankreich der 60er Jahre. Diesmal lässt Regisseur André Caillat